Guten Abend, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hört mich. Hallo. Liebe Grüße zurück in die Schweiz und auch nach Leifherde. Guten Abend. Hallo Ines, hallo Heidi, hallo Nadine, hallo Rosmarie, hallo Petra, hallo Annette, dich habe ich auch schon gelesen. Hallo Tilly. Guten Abend. Ihr dürft mir mal verraten, bitte, ob das mit dem Mikro funktioniert. Ich glaube zwar ja. Hallo Brigitte. Hallo, guten Abend. Ich bin wie immer ein bisschen hibbelig. Ich wollte eigentlich auch jetzt noch schnell was vorbereiten, das habe ich auch nicht mehr geschafft, aber ist nicht so schlimm. Wir gucken uns heute Abend einmal zusammen das neueste Projekt an. Die Clubbis kennen das Ganze ja schon. Ich sage trotzdem was dazu und ich habe auch tatsächlich hinter mir noch den Prototyp liegen vom nächsten Projekt, damit es auf jeden Fall für alle irgendwas Interessantes zu sehen gibt. Guten Abend. Der Ton ist gut, sehr gut, perfekte Qualität, wunderbar. Hallo Regina, hallo, guten Abend ihr Lieben. Wie schön, dass ihr mit mir ins Wochenende startet, ich freue mich total. Hallo Maika, liebe Grüße zurück an Bodensee. Ja, mein Mann ist ausgeflogen, heute Abend ist Fußballgucken angesagt und umso glücklicher bin ich, dass ich nicht ganz alleine bin. Bin ich eh nicht, mein Dackel ist auch noch da, der hat hier noch kurz vorbeigeschaut. Aber ich dachte, ich starte einfach mit euch ins Wochenende. Ich bin reif fürs Wochenende. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich gerade hier schon so einen kleinen Koller gekriegt habe. Eigentlich habe ich spontan gedacht, ich könnte heute Abend vielleicht mit euch vollquillen. Meine Porträt habe ich gefunden, die steht genau vor mir. Meine Matte für die Porträt habe ich leider nicht gefunden. Ich muss also ganz dringend hier am Wochenende mal ein bisschen klar Schiff schaffen, Ordnung machen. Hier hinter mir steht auch immer noch alles voll. Den Streamingplatz mal noch ein bisschen besser hier für Streaming einrichten. Ja, weil ich habe mir das heute so schön vorgestellt. Wir hätten zusammen mal vollquillen können. Aber das machen wir jetzt dann einfach nächste Woche. War ohnehin nicht angekündigt, war jetzt einfach so eine spontane Idee. Aber ich dachte, bevor ich jetzt hier zu lange rumprobiere und dann mit der Technik wieder zu spät dran bin und sich Facebook dann wieder verschluckt und der Stream nicht rechtzeitig startet, habe ich die Bemühungen sehr kurzfristig abgebrochen und dachte, wir gucken einfach erstmal und ich zeige das, was ich tatsächlich auch angekündigt habe. Ihr könnt trotzdem gern schon mal reinschreiben in die Kommentare, ob das für euch interessant ist. Ich habe hier heute was gezeichnet, das zeige ich euch auch gleich. Ich habe diesmal mit den Gelstiften gezeichnet. Ich weiß aber, dass sich einige an den Vollquill nicht rantrauen. Wir haben ja gestern am Bastelabend zusammen gebastelt, ich mit den Clubbis, und ich habe da durchaus immer wieder gehört, dass man sich noch nicht so richtig traut, generell mit dem Zeichnen und auch Vollquill. Und ich dachte, eigentlich bietet sich das bei dem Projekt an. War jetzt zu spontan, können wir aber wie gesagt vielleicht einfach in einem kurzen Live nächste Woche machen, dass ich das einfach einmal zeige und euch vielleicht so ein bisschen die Angst nehme, es einfach mal auszuprobieren. Also alle von euch, die sowieso das schon gemacht haben, wissen, das ist keine große Sache, aber vielleicht hilft es ja, wenn man gemeinsam mal so die ersten paar Schritte macht. Okay, genug der Vorrede. Ton scheint zu funktionieren, Übertragung klappt. Ich schalte euch um mit meinem Fußpedal und ich hoffe, es funktioniert. Achtung! Ja! Ich freue mich immer noch über diese kleinen Sachen. Ich habe hier einmal für euch zum Zeigen meine Sternecke. Wir zoomen mal ein kleines bisschen aus. Tada! Da ist das Teil. Ihr glaubt nicht, wie viel Arbeit und Liebe und wie viele Stunden da drin stecken. Also doch, die Clubbis glauben's. Die haben gestern hardcore mit mir gebastelt. Bis wirklich spät, bis 24 Uhr haben wir gestern wieder gemacht. Gut, wir haben auch gequatscht. Wir hatten noch andere Themen mit auf der Platte. Aber wir haben uns tapfer mit einigen bis zum Ende durchgebissen. Die anderen, die noch darauf warten, die Aufzeichnung kommt gleich noch. Dieses Umwandeln hat wieder ewig gedauert. Also gleich, wenn ich fertig bin mit dem Live, starte ich den Upload auf YouTube. Das wollte ich jetzt nur vorher nicht machen, um einfach die Bandbreite jetzt im Live nicht unnötig zu belegen, damit wir hier im Live wirklich auch möglichst eine gute Übertragung haben. Ulrike schreibt, sie hat sich auch noch nicht rangetraut. Ja, Ulrike, wir könnten das echt mal gemeinsam machen. Also ich kann sehr gerne einfach mal mit euch zeichnen. Ich lese gerade Annika, die schreibt, ich spreche in Eva-Tempo. Wieso ist Eva-Tempo besonders schnell? Ich spreche oft besonders schnell. Okay, ich versuche ein bisschen langsamer zu sprechen. Die Sternecke ist so gedacht, das haben sich manche gefragt, was macht man eigentlich damit? Man kann die überall hin dekorieren, wo man irgendwie einen rechten Winkel hat. Das heißt, das eine, wo ich sie jetzt auch wirklich direkt in der Entwicklung schon stehen hatte, ist bei uns oben der Fernseher. Davon mache ich euch mal ein Bild, wenn das Wohnzimmer nicht komplett im Chaos liegt. Also ich habe die dann einfach oben so auf den Fernseher draufgestellt. Sie ist in sich nämlich wirklich zierlich, 11 mm ungefähr dick, also wirklich dünn, aber eben dick genug, dass sie gerade auf solchen geraden Ecken schön stehen kann. Und das andere klassische Beispiel, auch für jeden, der sagt, ich habe aber nirgendwo so eine Ecke, wäre ein Bilderrahmen. Ich habe hier noch so einen großen Bilderrahmen vom schwedischen Möbelhaus liegen, wo auch mal irgendwann noch was Ordentliches rein soll. Aber ich dachte, da kann ich zumindest die Grundidee nochmal zeigen. Ne? Hier so. Also es setzt sich hier oben dann auf diese Bilderrahmenecke. Ich kann es euch vielleicht auch gleich nochmal hochheben, wenn ich die Kameraperspektive wechsle.
damit ihr es einfach nochmal gesehen habt. Aber ich denke, man kriegt die Idee. Türrahmen, Bilderrahmen, Spiegelrahmen, alles, was irgendwo einen rechten Winkel hat, eignet sich, um dieses Ecke-Projekt da so oben drauf zu setzen. Ist ein 3D-Projekt, das wir Stück für Stück aufgebaut haben. Falls ihr schon mal eins von meinen Projekten mit Auflagestreifen bzw. Füllstreifen gebastelt habt, wisst ihr, was euch erwartet. Zumindest so ungefähr. Man hat außen, also man hat innen drin immer diese Führungsform, die man hier auf der Rückseite auch noch sieht. Hier auf der Rückseite, die habe ich noch nicht zugeklebt, weil heute ein turbulenter Tag war und ich irgendwann dachte, ach komm, ich mache das heute mit euch gemeinsam. Kann man den Aufbau noch so ein bisschen erahnen, und zwar hat man hier Innenteile und in diesen Innenteilen sind auch Markierungen ausgeschnitten. Ich hebe das einfach einmal für euch hoch. Dann kann man die Markierungen auch sehen, Pfeilmarkierungen, Tropfenmarkierungen, und die zeigen ganz genau an, wo welches Teil hingeklebt werden soll. Und wenn man alle Randstreifen an diesem Innenteil angeklebt hat, dann kommen innen drin diese Auflage oder die Füllstreifen rein. Momentchen mal. Damit auch alle, die nicht mitgebastelt haben, sich ungefähr vorstellen können, wovon ich spreche. Ungefähr so sieht es dann aus. Das ist jetzt schon ein bisschen chaotisch, weil das schon länger offen hier rumliegt. Aber dann hat man eine Idee. Und diese Zickzackstreifen, die bilden die Auflagefläche für die nächste Innenform, die hier aufgelegt wird und an der man dann die Randteile festklebt. Ja, und dann fehlen zu guter Letzt nur noch die Außenteile. Ich habe hier auf dieser Seite einfach schlichte Außenteile aufgeklebt und habe dann aber auf Wunsch auch noch Zeichnungen entwickelt für diese Außenteile. Und zwar einmal eine Linienvariante. Und bei der Linienvariante gibt es eine Besonderheit. Das war auch mit ein Grund, warum ich dachte, ich zeige euch das einfach live. Da kann man das Ganze nämlich ein bisschen besser erklären. Und zwar war die Linienvariante ursprünglich so angelegt, wie man das hier hoffentlich jetzt ganz gut sehen kann, relativ eng. Die Linien waren mit einem relativ engen Abstand, ca. 1 mm von Anfang an gehalten. Ich habe mich da an dem orientiert, was ich letztes Jahr für die Ziehsterne gemacht habe, weil das da eben auch dazu passen sollte. Und ich mag das total, weil man diesen flächig goldenen Effekt bekommt, der trotzdem so ein bisschen Struktur hat. Aber einige haben sich gewünscht, dass man ein kleines bisschen mehr diese Struktur sieht, und das kann man relativ einfach erreichen, indem man eben den Linienabstand größer macht. Das heißt, ich habe die Datei im Download einmal so angelegt, dass die Linien immer im Wechsel unterschiedliche Farben haben. Also wenn man von der Mitte anfängt zu schauen, dann hat man immer eine dunklere, eine hellere, eine dunklere, eine hellere und immer so weiter, von innen nach außen. Und so kann man sich eben über diese unterschiedliche Linienfarbe auch dafür entscheiden, nur eine von diesen beiden Linien zu zeichnen. Zum Beispiel, das habe ich hier gemacht. Man hätte die natürlich auch in Wechselfarben zeichnen können, wenn man das will. Wenn einem das nicht zu unruhig wird, wäre das auch noch eine Möglichkeit. Nur, dass ihr euch da nicht wundert, warum sehen die so unterschiedlich aus. Das ist wirklich nur der Linienabstand. Und habe ich euch in der Zeichenlinienvariante quasi so angelegt, dass man die hier einfach entsprechend einmal so oder so umsetzen kann. Ich habe das Ganze heute gezeichnet mit dem Gelstift, also nicht heute, gestern. So sieht der aus. Achtung, und ich teste dabei jetzt gleich eine Funktion. Es kann sein, dass einfach gar nichts passiert, aber vielleicht klappt es auch. Ich habe keine Ahnung, ob es geklappt hat. Doch, hier ist er, mein Kommentar. Tada! Kommentar mit einem Knopfdruck. Ich habe hier wieder an meiner Technik rumgespielt, noch schnell auf den letzten Drücker. Jetzt könnt ihr mir bitte noch verraten, ja klar, also hier im Video an der Seite, hier könnt ihr das Ganze natürlich nicht anklicken, aber ihr könnt mir bitte mal verraten, diejenigen, die bei YouTube sind, ob ihr in der normalen Chatbox jetzt einen Link habt, den ihr anklicken könnt. Haha, Miriam macht wieder Technikspielereien zwischendurch. Das muss sein, es tut mir leid, ich habe noch so viel, was ich mit dieser neuen Technik gerne realisieren würde. Und dafür wird jetzt in jedem Stream immer irgendwas ausprobiert. So, irgendwas habe ich immer. Ich habe noch 100 Sachen, die ich ausprobieren will. Das heißt, wir können noch viele Streams machen, wo wir immer irgendwas testen. Ich klicke hier nebenher selbst, wundert euch nicht. Ja, es klappt. Stimmt, Link ist da. Wunderbar. Danke Tilly, danke Petra, danke Annette fürs Bescheid sagen. Hervorragend. Ja, so geht es in Zukunft dann nämlich für mich wesentlich einfacher, wenn ich nicht hier zwischendurch noch tippen muss, sondern wenn ich einfach hier auf meinem schönen Stream Deck, das hier nebendran steht, einfach nur ein Knöpfchen drücken muss und ihr kriegt das Ganze dann per Kommentar einmal hier bei YouTube rein. Bei Facebook funktioniert das aktuell leider nicht, aber das sind mal wieder Facebook-Probleme. Bei YouTube funktioniert es. So, der Gelstift, den setzt man einfach in den Plotter ein, in meinem Fall mit einem Stiftehalter. Ich habe hier den alten Stiftehalter am Start, weil ich nämlich das Ganze gezeichnet habe mit meiner Cameo 2. Achtung, jetzt teste ich das Ganze gleich nochmal. Bumm, Stiftehalter alt, vielleicht kommt der nächste Link. Ja, es funktioniert.
es tut mir leid, ich habe einfach Spaß an sowas. Wenn dann die Technik auch mal mitmacht, ist das cool. Und diesen Stiftehalter setzt man einfach in den Plotter ein. Ich mache das einfach nacheinander. Also ich setze die tatsächlich auch nicht beide parallel ein. Könnte man machen. Ich setze es einfach nacheinander ein. Und ihr seht, ich habe auch hier auf dem Stiftehalter solche Papierringe drauf, die ich bei meinem CB09, bei meinem Plottermesser auch verwende. Das einfach mal nur so als Randnotiz. Wie gesagt, das Angebot steht. Wir könnten, wenn ihr möchtet, nächste Woche mal gemeinsam zeichnen. Ich überlege gerade wann. Montag oder Dienstag wahrscheinlich. Ich schreib natürlich nochmal. Ich kündige den Stream wieder an. Ihr dürft gerne mal eine Grundtendenz abgeben, ob das für euch generell interessant ist und welcher Tag besser ist, Montag oder Dienstag. Ja, das wäre ganz spannend. Und gezeichnet, wie gesagt, hier mit dem Gelstift. Und ich bin begeistert, wie viel aus diesen Gelstiften wirklich rausgeht, weil ich habe natürlich wieder Prototypen gezeichnet und ich habe in den Gelstiften vorher auch schon verschiedenste Weihnachtskarten gezeichnet und habe jetzt hier x Sterne gezeichnet und da ist immer noch nicht leer. Also da geht echt was und ich bin auch von dem Effekt hier positiv überrascht. Also dass man ihn so kräftig sieht, liegt natürlich auch daran, dass ich jetzt hier Gold auf Rot gezeichnet habe und dadurch, dass ich dieses dunkle Papier da unten drunter habe, den dunklen Tonkarton, sieht man diese helle Linie natürlich besser, als wenn ich jetzt einen weißen Untergrund oder so hätte. Da wäre der Kontrast geringer und entsprechend wird es einfach weniger ins Auge springen. Das ist die Linienvariante. Ich hätte hier im Gepäck aber auch noch eine Schnörkelvariante, weil einige wie ich sehr gerne Schnörkel mögen und sich generell, als ich hier das Ganze vorgestellt habe und so die Grundüberlegungen gemacht habe, sich einige auch ein Motiv gewünscht haben mit ein bisschen mehr Raum dazwischen. Also wo nicht alles voll gemalt ist, sondern wo das Motiv einfach auch ein bisschen Platz lässt, wo das normale Papier durchschaut. Und das habe ich hier versucht mit dieser Schnörkelvariante umzusetzen. Einmal hier für das Mittelteil und ich zeige es auch nochmal für den seitlichen Stern. Da habe ich das Ganze hier auch einmal liegen. Einmal hier für das Seitenteil. Ich habe mich bei mir noch nicht ganz entschieden, weil das wird das nächste gleich sein, wozu wir noch kommen. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, diese unterschiedlichen Zeichen-Motiv-Varianten natürlich auch miteinander kombinieren. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht, wenn ihr euch für die Schnörkel-Variante entscheidet, das ganze Ding mit der Schnörkelverschönerung vollkleben, sondern man kann natürlich jetzt auch sagen, okay, ich mache zum Beispiel links auf den kleinen Stern und rechts auf den kleinen Stern dann vielleicht die Schnörkel-Variante drauf und mache hier in der Mitte die Linienvariante drauf. Oder ich mache auch in der Mitte gar nichts drauf. Ich finde, auch das kann man sehen. Das ist ja vom Motiv her ein bisschen so aufgebaut, dass der kleine Stern hier fortgeführt ist. Das heißt, optisch liegt der quasi vor dem großen Stern. Ich finde es also auch absolut vertretbar. Ich habe jetzt leider nicht links und rechts von beidem hier, aber ich lege das mal drauf. Ich finde es auch absolut vertretbar, das so zu machen, dass man in der Mitte einfach gar nichts aufklebt zum Beispiel. Das wäre auch noch eine Variante. Oder wenn ihr einfach vollflächige Farbe wollt, könnt ihr natürlich auch diese Außenseite in einer anderen Farbe schneiden. Also ihr könntet zum Beispiel auch den mittleren Stern sowieso komplett aus einem goldenen Papier schneiden und den aufkleben und dann einfach als Akzent zum Beispiel links und rechts die Schnörkel-Variante aufkleben. Ihr dürft mir jetzt hier mal auf die Sprünge helfen. Ich habe mich noch nicht richtig entschieden, aber ich glaube, ich mag links und rechts Schnörkel und in der Mitte, glaube ich, Linie. Ich glaube, darauf wird es bei mir rauslaufen. Ich will das jetzt die Tage auch wirklich mal festkleben. Eigentlich dachte ich, klebe es gleich fest, aber ich sehe gerade, dass es keinen Sinn macht, weil ich dafür erst noch einen rechten Stern brauche. Aber ihr dürft gerne mal sagen, was euch gefällt und mir da in meiner Entscheidung ein bisschen weiterhelfen. Oder halt die Kombination, wer jetzt sagt, nee, Schnörkel sind nicht meins. Ne? Auch hier könnt ihr wieder spielen, wie ich das jetzt hier gerade aufgelegt habe, dass man sagt, okay, ich klebe mir hier links und rechts die dichter gezeichnete Variante auf und in der Mitte zum Beispiel die mit etwas mehr Luft. Da habt ihr dann einfach verschiedene Möglichkeiten, wie man hier in der Gestaltung auch ein bisschen was noch anpassen und machen kann. Ich bin sehr gespannt, wie euch das Ganze gefällt. Meine Clubis waren gestern eigentlich ganz positiv. Hier, was die Zeichenvariante auch angeht, sowohl die Linien als auch die Schnörkel, hatte ich das Gefühl, sind eigentlich ganz gut angekommen. Ist einfach ein bisschen was Unterschiedliches und ich dachte, so habt ihr einfach Auswahl und könnt schauen, was ihr aufkleben wollt. Was noch ganz wichtig ist, und so kam ich eigentlich auch auf die Idee, mit euch heute Abend zu vollquillen, weil ich eben heute noch nicht wirklich viel an den Plotter gekommen bin. Es gibt einen Bonus, der in dieser Zeichengeschichte mit drin liegt. Und zwar seht ihr hier an den Motiven ja schon, dass ich das Ganze von den Formen her angepasst habe für dieses Sternecke-Projekt. Das heißt, dem großen Stern, dem fehlt hier was. Hier unten fehlt logischerweise die Ecke und hier fehlen die Spitzen. Und bei den kleinen Sternen sind ja hier auch die Spitzen abgeschnitten, einfach damit man hier diese gerade Fläche bekommt
um das wirklich schön auch aufstellen und anstellen zu können. So, und was jetzt hier so ein bisschen das Thema ist, dass es ja eigentlich schade ist und Quatsch ist, wenn man das nur hierfür verwenden kann. Ich habe mir hier mit der Zeichnung die Arbeit gemacht und für die Leute, die das kaufen, ihr findet im Download einmal die Motive für die Sternecke. Ihr findet das Motiv aber auch angepasst für den ganzen Stern. Das heißt, ihr findet dann im Download dieses Sternteil einmal komplett mit der Spitze hier unten dran. Ne? Also wir sprechen jetzt nicht von der Sternecke hier unten dran, vom 3D-Objekt, das hat damit nichts zu tun, sondern von dem Motiv hier selbst. Da habe ich euch auch einfach nochmal eine Variante mit reingepackt, wo ihr hier den ganzen Stern habt. Ich lese gerade Petra, die schreibt, sie ist eigentlich nicht so der Schnörkeltyp, aber es gefällt ihr, weil es nicht so überladen ist. Super, Petra, das freut mich, wenn ich dich damit dann trotzdem abgeholt habe, auch wenn du nicht so der Schnörkeltyp bist. Ich habe ja hier auch wieder so ein bisschen kombiniert, ne? Schöne kleine Kringelchen, wo ich mich sonst immer nicht so ganz traue oder immer ein bisschen zumindest schlechtes Gewissen habe, wenn ich euch die in Schneidedateien reinmache, weil ich weiß, mancher Plotter kämpft damit, aber hier beim Zeichnen kann ich das guten Gewissens machen. Und ja, hier am Rand die Schnörkel, hier ein Sternchen ganz auf der Spitze, den Stern auch wieder hier in der Mitte aufgenommen, den Stern hier in der Mitte bewusst auch quasi, dass das Ganze hier schön auch zu der Linienvariante passt. Also ich habe versucht, euch das einfach möglichst gut kombinierbar zu machen. So, das ist dieses eine Projekt. Was würdet ihr denn machen? Schnörkel links und rechts und in der Mitte irgendwie Motiv? Ihr dürft gerne nochmal schreiben. Ich wäre sehr happy, wenn ihr mir mal auf die Sprünge helft, was ihr so optisch präferieren würdet, weil ich für mich selbst tatsächlich noch nicht sicher bin. Also es ist kein Versuch, euch einfach nur zum Kommentieren zu bewegen, sondern es geht wirklich darum, dass ich noch nicht genau weiß, wie ich das zukleben will. Ich finde es generell ganz nett, das habe ich ja hier so gemacht. Ich habe hier auf der Seite ja erstmal die ganz normale Außenseite aufgeklebt. Das heißt, ich werde es auch so machen, dass ich auf der einen Seite einfach die schlichte Seite habe und auf der anderen Seite werde ich mir hier jetzt die Zeichnung mit draufpacken. Und die Frage ist jetzt hier halt noch, in welcher Zusammenstellung. Ich habe ja hinter mir noch eine angefangene Sternecke liegen, die ich noch zukleben kann. Und da werde ich die anderen Teile dann entsprechend dafür verwenden. Die werde ich da einsetzen. Ich werde die natürlich jetzt nicht einfach wegwerfen. Rosmarie schreibt schon, Schnörkel links sollte das wahrscheinlich werden. Ne? Ich lege es euch hier. Ich habe extra rangezoomt, auch wenn ihr jetzt nicht mehr das ganze Teil seht, damit ihr nochmal seht, wie das ausschaut. Wenn man die Komplett-Schnörkel-Variante macht, dann hat man halt hier Schnörkel, was an Schnörkel stößt. Kann man auch machen, aber ist einem dann vielleicht schon wieder zu schnörkelig. Die Alternative wäre hier mit den Linien nebendran. Und da bin ich noch unschlüssig, ob dann hier quasi mit den breiteren Abständen. Das ist die Version mit den breiten Abständen, einmal hier auf dem großen Stern. Und das hier ist die Version mit den dichteren Abständen von Linie zu Linie. Auch nicht schlecht, dann glänzt der in der Mitte halt so schön. Ich glaube fast, es wird der. Wenn ich das jetzt so vor mir liegen sehe, glaube ich, es wird der. Ja, doch, ich glaube schon. Ist Annika eigentlich richtig? Das ist wahrscheinlich total falsch. Kneip steht da eigentlich. Mein Hirn liest irgendwas anderes. Du fändest in der Mitte jedes Sterns einen Haufen Punktegut, die nach außen hin weniger werden. Ein bisschen so, wie ich das hier gemacht habe, nur umgekehrt wäre jetzt hier die Frage. Bisschen so, wie das hier ist, was reinzuläuft, nur quasi, dass man die in der Mitte anfangen lässt und dass sie nach außen weniger oder auch kleiner. Bei mir sind sie jetzt ja hier vor allem kleiner geworden. Wäre ganz spannend, darfst du gerne noch mal reinschreiben. Nichts hält mich davon ab, noch eine weitere Variante zu produzieren. Links und rechts Linien und in der Mitte Schnörkel. Daniela finde ich auch gut. Schnörkel, Uni, Schnörkel. Ja, Tanja, du hast es eigentlich zumindest sehr gut geschrieben. Da versteht man sofort, was du meinst. Ich habe so viel drumherum geredet. Schnörkel, Uni, Schnörkel finde ich auch gut. Also du würdest es in der Mitte einfach so lassen, wie es ist und links und rechts die Schnörkel-Variante aufkleben. Ich glaube, das sieht auch ganz hübsch aus. Mal gucken. Ich muss ja auf jeden Fall ein zweites Teil hier noch produzieren, wenn hier links und rechts soll es ja auf jeden Fall symmetrisch werden. Das ist mir schon klar, weil ich das ganze Ding so symmetrisch aufgebaut habe. Wartet, ich zoome euch wieder ein bisschen raus. Dass es insgesamt dann auch eine symmetrische Optik haben soll. So meine Überlegung. Ich lasse es euch auf jeden Fall wissen, wenn es fertig ist. Wenn ich mich endlich entschieden habe und es draufgeklebt habe, zeige ich euch nochmal,
wie es geworden ist. Und ich werde versuchen, auch die zweite Sternecke dann gleich noch fertigzustellen. Ich habe es nämlich gestern an dem Bastelabend erzählt. Das ist bei mir immer ein bisschen gefährlich, wenn ich das Ding zur Seite lege und es nicht gleich fertigstelle, dann besteht die akute Gefahr, dass es niemals fertiggestellt wird. Ja, das ist immer so ein bisschen die Sache dabei. Ich würde sagen, das Teil haben wir jetzt einmal umlaufend gesehen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt gerne noch. Ich zeige jetzt gerade mal noch das andere Ding, an dem ich gerade arbeite. Und ihr werdet euch wundern, es sieht sehr ähnlich aus, aber es stellt mich vor ganz neue Herausforderungen. Dieses Teil hier. Ich drehe es einmal um. Jutta, ich wünsche dir auch einen schönen Abend, wenn du los musst. Huiuiui, da müsste ich ja fast noch weiter auszoomen, glaube ich, mit der Kamera. Das ist das Teil, an dem ich gerade arbeite und das mich auch schon viele Stunden gekostet hat. Und jetzt denkt man vielleicht, warum eigentlich? Ist ja so ähnlich wie das da oben. Ja, es ist so ähnlich, aber halt leider auch nur so ähnlich. Also ich konnte natürlich einen Teil der Arbeit, die ich hier reingesteckt habe, hier auch wiederverwenden, aber leider nur einen Teil. Die Herausforderung hier ist, das hier soll ein Sternbogen werden. Deshalb fehlt hier unten auch diese Ecke nicht, sondern die Ecke, ne, also die Sternspitze ist da. Damit hier die Übergänge aber von den Strahlen her auch wieder schön passen, musste das Ganze hier links und rechts wachsen. Also ich kann es euch gerade mal zeigen, wenn ich das hier auflege, kann man, glaube ich, sehen, dass der Stern hier oben von der Größe her gleich ist, der mittlere, und dass es zu den Seiten hin gewachsen ist, damit sich das ausgeht, weil wir hier möglichst gerade Linien haben wollen. Das sind halt wieder so ein bisschen optische, geometrische Entscheidungen. Auch wenn mir das zusätzliche Arbeit gemacht hat, das alles in den Längen wieder anzupassen. Die eigentliche Herausforderung hier ist dieses Ding soll beleuchtet werden. Hier unten, wo diese seitliche Lasche zu stehen ist, mein Deutsch, hei, wo ihr diese seitliche Lasche seht, da soll der Anschluss gemacht werden für das Batteriefach. Also hier unten zwischen rein soll ein Batteriefachsockel gebaut werden, wo das Batteriefach rein kann. Und überall da, ich drehe das Teil vielleicht einmal auf die andere Seite um, auch wenn jetzt hier Teile rausfallen, ist egal. Überall da, wo jetzt hier ein Kreisausschnitt sitzt, soll ein Lämpchen hin. Und das sind, sage und schreibe, 60 Lämpchen, wenn ich das richtig gezählt habe. Und diese 60 Lämpchen, die wollen halt da auch eingebaut und untergebracht werden. Und das ist gar nicht so einfach. Ich habe ja vorhin ganz kurz das Teil gezeigt mit den Auflagestreifen innen drin. Und da kann man nicht so einfach diese Lampen noch zusätzlich innen rein organisieren. Und ich habe mir ziemlich den Kopf zerbrochen, wie ich das hier lösen kann. Weil einerseits brauche ich natürlich in dieser Sternform Auflagefläche. Irgendwelche Auflagestreifen müssen rein. Und andererseits brauche ich irgendwie die Möglichkeit, meine Lichterkette da innen drin unterzubringen. Heute Mittag habe ich endlich was entdeckt, was sehr gut funktionieren könnte, was der Durchbruch sein könnte in dieser Problematik. Ich gehe da auch heute tatsächlich nochmal dran. Wie gesagt, ich habe heute Abend sturmfrei, mein lieber Mann ist beim Fußball gucken. Und ich kann euch die Teile gerade mal zeigen, damit ihr schon mal wisst, an was ich hier werkel. Die anderen Zickzackteile, die man hier eingestellt hat, das sind einfach nur Ziehharmonika-Faltungen, die man hier einmal aufspringen lässt. Und das hier ist die Version 2.0 dazu, vielleicht auch eher 5.0, wo das Zickzack stärker festgelegt ist, dadurch, dass hier zwischendrin starre Befestigungspunkte geklebt sind. Aber das eigentliche Aha-Ding, wo ich erstmal selber drauf kommen musste, war, dass ich in dieses Zickzackteil solche Vertiefungen eingeschnitten habe. Ich hoffe, man kann das hier so ein bisschen zumindest sehen. Und durch diese Vertiefung kann dann das Kabel von der Lichterkette geführt werden. Das ist die Grundidee bei dem Ganzen. Und diese etwas sonderbare Form ist einfach dem geschuldet, dass man das Ganze dann hier einsetzt. Und dass natürlich die Stellen, wo wir die Punkte haben, wo dann auch die LED-Lämpchen sitzen sollen, dass die ausgespart sind. Dass ich also genau an der Stelle mein Lämpchen einbauen kann und einfach hier durch diese Schlitze mein Kabel verlegen kann. Drückt mir die Daumen, dass es klappt. Da gehe ich jetzt heute Abend noch dran. Ich habe schon die ganzen Teile, die ich hier für den großen Stern brauche, geschnitten. Das werde ich jetzt gleich als nächstes in eine kleinen Fingerübung zusammenkleben und hier auch einkleben und mal gucken, wie ich meine Lichterkette reingepfriemelt bekomme. Ich bin ultra gespannt. Ich will das unbedingt einmal fertigstellen. Wie gesagt, Bonus-Herausforderung, einmal Lichterketteneinbau hier und dann die Unterbringung der Lichterkette in diesem Sockel. Das Schöne an dieser Sache mit dem Sockel ist halt, dass ich habe
als ich die fertige Steinecke gesehen habe, habe ich erst gedacht, okay, hier jetzt irgendwo noch Licht wäre doch ganz schön. Aber ihr kennt mich, ich muss sofort einfach wissen, wohin mit dem Batteriefach. Also ich will das Batteriefach halt nicht hinter den benachbarten Blumentopf legen, sondern ich will da irgendwo einen Platz dafür, wo ich es verschwinden lassen kann. Und es kommt noch dazu, ich habe ja vorhin gezeigt, dass diese Sternecke sehr zierlich ist. Das wird bei dem Sternbogen auch wieder der Fall sein. Finde ich optisch total schön und ich will sie jetzt nicht von 1 cm auf 4 cm Tiefe hochziehen, nur damit sie frei steht. Das heißt, auch dieses Thema frei stehen soll und wird der Sockel hier unten lösen. Der Sockel liegt schon geschnitten oben. Ich muss jetzt nur mal dran und muss auch gucken, ob die Anschlüsse so passen, wie ich mir das gedacht habe. Ist bis jetzt alles nur in der Theorie konstruiert, in einem 3D-Modell gegengetestet und ich bin ultra gespannt, das bin ich bei solchen Projekten immer beim ersten Zusammenbau, ob das mit dem Sockel einigermaßen hinhaut von der Idee. So, jetzt habt ihr das Ding mal gesehen. Bitte einmal Daumen drücken, dass das funktioniert. Sagt mir erstmal bitte, das habe ich gestern zum Club auch schon gesagt, ob ihr da Bock drauf habt oder ob ich es einfach bleiben lassen soll, weil es ist ein echtes Mörderprojekt. Und wenn jetzt die meisten von euch sagen, boah, nee, keine Ahnung, ich kann nichts damit anfangen, dann muss ich mir dringend was anderes einfallen lassen, an dem ich stoisch und in Ruhe arbeiten kann, weil dann wäre es echt schade für die Zeit, weil es ist echt viel. Es ist ein Riesenprojekt. Okay, Petra ist schon mal dabei, glaube ich. Petra schreibt, oh wow, wunderbar. Bock, aber lass dir Zeit. Ja, okay. Könnte man dieses Teil auch verdoppeln, sodass ein Kranz entsteht? Eigentlich ultra geile Idee, Brigitta. Aber nicht ohne weiteres, weil du hast ja hier zwischendrin den Sockel, wenn das ein Kranz werden soll. Aber Kranz ist halt auch eine geile Idee. Aber wo machen wir beim Kranz die Lichterkette hin? Also das Batteriefach, besser gesagt. Ah, jetzt rattert es schon wieder. Ja, Bianca schreibt auch, gerne mit einem gemeinsamen Basteln. Ja, ich glaube, darauf wird es auch rauslaufen. Weil es halt ein großes Projekt ist. Aber auch da müsstet ihr wieder ein paar Sachen vorbereiten. Diejenigen, die gestern mit mir Sternecke gebastelt haben, ihr seht es jetzt hier liegen und ihr könnt wahrscheinlich sofort einschätzen, dass es nochmal eine ganze Kante mehr Arbeit ist. Erstens haben wir hier schon mal zusätzliche Innenteile, die eingebaut werden müssen. Jetzt kommt für mich noch das Gefriemel mit den 60 Lichtern, die da rein müssen. Und dann muss der komplette untere Sockelblock ja auch noch gebaut werden. Also es ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als die Sternecke. Alleine schon wegen dem Beleuchtungsthema. Aber wenn es klappt, stelle ich es mir ultra geil vor. Es ist halt riesig, es ist trotzdem gut machbar. Ich muss mal gucken. Ich fürchte tatsächlich, dass es gerade knapp nicht A4-kompatibel ist. Da muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Da muss ich noch tricksen. Entweder muss es im Ganzen noch mal ein bisschen schrumpfen. Das liegt hier daran, dass ich die Sterne hier an der Seite weiter rausgezogen habe. Ich kann euch, wenn ich das rumdrehe, auch noch mal erklären, warum ich das gemacht habe. Schaut euch das mal von der Seite an und schaut euch mal an, wie die Löcher positioniert sind. Und zwar hat der Stern in der Mitte jeweils in den Spitzen die Löcher, und zwar 3 Stück in den Spitzen. So, die 3 habe ich da so hin verteilt, um meine 60 Lämpchen sinnvoll unterzubringen. Die kleinen Sterne am Rand haben die Löcher auch in den Spitzen und in den Vertiefungen. Und ich wollte halt, dass diese hier sich genau treffen. Dass es also hier genau stimmt mit den Löchern für die Beleuchtung und hier auch genau stimmt. Und dadurch ergibt sich eine feste Position für diesen zweiten Stern. Die Löcher sind dann nur auf einer Seite. Nein, Bianca, geilerweise sind die Löcher auf beiden Seiten. Das heißt, du wirst das Licht auf beiden Seiten gleichermaßen sehen. Wäre jetzt die Grundidee aktuell, dass er wirklich von vorne und von hinten gleich schön aussieht. Weil ich würde mir den jetzt auf meinen Raumteiler stellen oder ich würde ihn vielleicht in mein Fenster stellen, auf die Fensterbank und würde natürlich wollen, dass der von beiden Seiten gleich hübsch aussieht. Die Idee, die ich zu dem Kranz noch hätte, was ich jetzt gerade von euch als Vorschlag gelesen habe, dann müsste man das Ganze vielleicht eine Nummer kleiner machen. Ich kann mir auch Kranz geil vorstellen, aber wenn man dem Kranz unten dann auch wieder irgendwo so ein Podest oder einen Sockel gibt, wo der drauf befestigt ist, wo er steht, dann hat man wieder einen Platz, wo man die Lichterkette drin verschwinden lassen kann. Aber ich mache jetzt erstmal dieses Bogending fertig. Ich freue mich da eigentlich total drauf. Von der Optik her könnt ihr euch das eigentlich schon so vorstellen. Wartet, ich versuche hier mal zu tricksen, damit man es ein bisschen besser erkennen kann. Diese Laschen, die ihr hier unten seht, die legen schon so ungefähr das untere Ende fest. Also der steht jetzt nicht ewig hoch, das ist ein relativ flaches
Deko-Element, weil ich jetzt da nicht noch irgendwelche Stäbe oder Streben an die Sterne machen wollte, sondern ich wollte wirklich, dass es mit dem Stern unten bündig abschließt. Der Sockel ist auch nicht ewig dick, weil der bleibt ja hier unter dem Stern in der Mitte so ein bisschen drunter. Das heißt, der Stern in der Mitte schwebt quasi frei und die beiden Sternelemente hier rechts und links, so hoch wie ihr diesen Streifen hier seht, so hoch ist in etwa dann auch der Sockel. Das reicht, um dieses Batteriefach da drinnen unterzubringen. So ist hier die Grundidee bei diesem Projekt. Annika, ich check deinen Kommentar gerade noch nicht. Warte, ich lese gerade. Ein großes Batteriefach in einem Sockel, wo eine Batterie Wachs-LED-Stumpenkerzen drauf kann. Und die Brigitte schreibt gerade Lichterkette in der Mitte als Deko verkleidet. Ah ja, verstanden. Ja, eigentlich eine geile Idee, Brigitte. Dass man in der Mitte nochmal irgendein Element reinmacht, wo das dick und groß genug ist, dass da die Lichterkette, dass das Batteriefach da rein kann und das einfach kaschiert, indem man da irgendwas drüber packt. Das finde ich geil, das finde ich gut. Aber das muss dann schon irgendwas Cooles sein. Ich versuche mir da dann wirklich auch was Gutes einfallen zu lassen. Irgendwas, was dann wirklich echt Spaß macht. Weil wenn man sich hier diese irre Mühe macht, ihr könnt euch ja schon vorstellen, ich meine, man kann auch einfacher mit Lichterketten basteln, indem man die einfach irgendwo dran wickelt. Ne? Aber wenn man sich hier diese irre Mühe macht, die Lichterkette wirklich elegant in so ein flaches Objekt einzubauen, dann will man natürlich auch nicht das Batteriefach irgendwo rumbaumeln haben, sondern dann soll das natürlich auch sinnvoll irgendwo wirklich unsichtbar verschwinden. Genau, ja. Einfach kann jeder, genau. Gut, ihr Lieben, ich schalte nochmal um. Ich habe vorhin was vergessen. Ist das ein kleines Batteriefach in dem Bogen? Das ist ein für 2 AA-Batterien. Ist das Batteriefach, Annika. Ich kann dir nachher nochmal schnell ein Foto schicken. Von der normalen 30er LED-Lichterkette, die ich für alles Mögliche benutze, Drahtlichterkette, sind 2 Doppel-A-Batterien, die da reinkommen, weil ich die nämlich als Akkus habe. Ich liebe das ja. Wie sehe ich denn aus? Ich liebe das, wenn ich Akkus verwenden kann, statt normaler Batterien. Und ist immer noch völlig wüst. Und das wäre das, was ich da als Maß verwendet habe. Okay, was ich eigentlich nur wollte, ich wollte nicht meine Stummfrisur zeigen, ich wollte nochmal den Bogen zeigen, die Ecke, mit dem Bilderrahmen in Kombination für diejenigen, die sich eben gefragt haben, was soll das? Was macht man damit? Die Frage kam ja doch das ein oder andere Mal auf und ich bin es auch immer noch schuldig, da ein ordentliches Shop-Foto zu schießen. Das muss ich noch nachholen. Aber ich dachte, so, ich zeige es nochmal in bewegten Bildern und dann kriegt man, glaube ich, auch schon eine ganz gute Idee. In diesen Rahmen hier muss auch unbedingt mal noch was Richtiges rein, aber so, ich versuche mal hinten dran ein bisschen wegzugehen, ne? So kann man es, glaube ich, ganz toll eigentlich erkennen. Und seht ihr, wie schön der frei da drauf steht? Also ich liebe das total und das funktioniert halt bei uns auch zum Beispiel oben beim Fernsehen. Ich habe unseren Fernseher damals an so einem selbstgebauten, mehr oder minder Raumteiler aus Schränken montiert. Und da kann ich den auch draufstellen. Deshalb möchte ich den jetzt auch ganz gerne mal noch fertig machen. Okay. Ich habe jetzt nicht von vielen von euch gelesen, wie es wegen dem Zeichnen aussieht. Ich hätte da Bock drauf, aber wenn ihr gar nicht so richtig zieht, müssen wir auch nicht zeichnen. Ich dachte, das wäre vielleicht eigentlich ganz nett so für den einen oder anderen, der sich nicht so richtig traut. Das hätte ich auch nächste Woche mal irgendwie dazwischen geschoben. Aber es ist auch völlig okay, wenn ihr sagt, nö du, zeichnen kannst du alleine. Petra sitzt gerade an der 3. Sternecke. Sehr schön. Das ist doch gut. Das ist doch prima. Das freut mich, das heißt, dich habe ich zumindest infiziert. Bianca schreibt gerade, sieht auf unserer Wohnzimmertür auch gut aus. Und der bleibt da jetzt auch, obwohl nicht Weihnachten ist. Recht hast du, Bianca. Du glaubst nicht, wie schnell Weihnachten ist. Und ihr würdet euch kaputt lachen. Ich habe ja letztes Jahr so schön unsere Lampe im Esszimmer dekoriert. Ich habe dafür ja extra mit dem 3D-Drucker Sachen vorbereitet und habe das in die Schiene geklickt und habe da meine schönen Ziehsteine dran gehängt. Ich habe das nicht abdekoriert und ich dekoriere das jetzt auch nicht mehr ab, weil es ist jetzt Mitte August, ja. Das heißt, übermorgen ist Weihnachten. Ich lasse es jetzt einfach da, wo es ist. Doch, zeichnen. Okay. Dann würde ich jetzt im Moment aus dem Bauch raus sagen, Dienstag 20 Uhr, aber ich check erst nochmal den Kalender, ob ich nicht irgendwas vergessen habe, dann zeichnen wir. Ja, ich wollte nur nicht alleine zeichnen, weil ich weiß, wie es geht. Ich mache es gerne mit euch zusammen, wenn ich euch da irgendwie helfen kann. Aber wenn jetzt eher entweder alle gesagt hättet, ich habe entweder keine Zeit oder keine Lust, dann hätte ich das vertagt. Dann hätte man das irgendwann anders nochmal machen können.
Ja, viel mehr habe ich heute auch gar nicht. Ich will euch also nicht unnötig aufhalten. Ich muss jetzt auch mal hochhuschen und nach meinem Dackelchen gucken, weil wie gesagt, hier der liebe Mann ist heute ausgeflogen. Ich gehe jetzt auch direkt wieder an dieses Sternbogenthema dran, packe mich mit meinem Dackel auf die Couch und klebe dabei meine Teile und setze die hier ein. Petra schreibt, sie hat immer noch das Problem mit dem verschobenen Motiv, wahrscheinlich beim Zeichnen. Genau, das hätte ich euch heute eigentlich auch zeigen wollen, wie man das justieren kann. Aber ich glaube, Petra, wir haben schon mal ganz viel probiert und bei dir versetzt sich trotzdem jedes Mal, ne? Da müsste man nochmal tiefer gucken, was da irgendwie nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Okay. Wenn ich generell lese, zeichnen und wir wirklich extra ein Live dafür machen, dann würde ich sagen, wir zeichnen und Vollquillen. Zeichnen ist eigentlich auch ein bisschen einfacher als Vollquill und das ist die kleinere Einstiegshürde, weil alles, was ihr dafür braucht, ein Stiftehalter und irgendein Stift ist. Einen passenden Stiftehalter halt für euren Plotter und irgendein Stift. Passt mir bitte auf bei den Stiftehaltern, so viel sage ich gleich noch dazu. Der eine, also es gibt einen für die älteren Geräte und einen für die neueren Geräte. Achtung, kann ich wieder mein Deck benutzen. Das ist der für die alten. Steht auch hier jetzt im Kommentar direkt dabei. Das ist für Porträt 1 bis 2, Cameo 1 bis 3 und für die Curio. Und das hier, wenn er es macht, haha, hat funktioniert, das ist für die neueren Geräte. Hat einfach was damit zu tun, was bei den neueren Silhouette-Geräten die Werkzeugaufnahme gewachsen ist. Die ist im Durchmesser größer. Und für diese größere Aufnahme braucht es einen anderen Stiftehalter. Das heißt, falls ihr noch keinen habt und euch einen zulegt, kauft bitte den richtigen. Annika, dein Plotter zickt leider, ja. Ich schreibe dir nochmal. Ich bin jetzt gleich nochmal an den E-Mails. Mir ist auch Jenny erst messerscharf eingefallen, bevor ich hier live gegangen bin. Ich wollte ja eigentlich den Rucksack heute früh abändern. Und jetzt waren wieder 100 andere Sachen. Ich habe mich um zu viel anderes irgendwie gekümmert und habe das total vergessen. Das heißt, ich gehe jetzt nicht direkt mit dem Dackel auf die Couch. Ich gehe erst nochmal an den PC. So mache ich das. Klär das Rucksackthema und guck mal, ob ich dir helfen kann, Annika, mit deinem Plotter. Und dann schauen wir mal, dass wir nächste Woche zusammen zeichnen. Wer wirklich mitprobieren will, kann sich einfach sein Ding mal zur Seite legen. Vielleicht lasse ich mir auch irgendwas ganz Einfaches einfallen, irgendeine ganz stinkeinfache Form, die ihr einfach dann runterladen und auch ausprobieren könnt, damit ihr es einfach wirklich mal macht. Man muss es wirklich mal machen und es ist wirklich eigentlich nur eine Kleinigkeit. Ich wollte es, wie gesagt, jetzt heute auch nicht übers Knie brechen, weil ihr wisst, ich freunde mich noch hier mit meiner Technik an und ich muss einmal gucken, wie ich das hier über diese Software machen kann, dass ich euch auch meinen Bildschirm teile, damit ich auch wirklich alles zeigen kann. Das heißt, hier würde ich ganz gerne meinen Plotter hinstellen, dass ihr in dieser Kamera von oben dann einmal sehen könnt, was ich am Gerät wirklich mache, wo ich was positioniere. Das ist beim Zeichnen immer so eine Sache. Und ich würde euch eben auch in der Software zeigen, wie ich da die Einstellungen vornehme. Ich sage es gleich dazu, es wird erstmal Silhouette-only sein, weil ihr wisst, ich mache eigentlich selber alles mit meinen Silhouette-Geräten. Da kenne ich mich wirklich top aus, weil ich die immer benutze, Tag und Nacht im Einsatz habe. Bei den anderen Geräten muss ich selber immer erstmal probieren und tiefer graben. Das heißt, ich werde da, wenn ich es zeige, es erstmal einfach nur in den Silhouette-Geräten zeigen. Okay. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Start ins Wochenende. Vielen Dank, dass ihr quasi mit mir gemeinsam gestartet seid. Ich mache mir jetzt eine große Saftschorle, erledige noch die 2 Sachen, die ich mir vorgenommen habe und gehe an dieses Sternbogenthema. Ich versuche euch so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, wie es mit den Fortschritten aussieht. Ich hoffe, es gibt Fortschritte. Wenn ja, werde ich versuchen, die eher so ein bisschen in die Stories zu packen. Livestream erst wieder voraussichtlich Anfang nächster Woche. Geht das auch mal um 21 Uhr, Brigitta? Ja, ginge. Wenn es allen anderen nicht zu spät ist, könnt ihr gerne noch mal reinschreiben, noch bin ich da. Ginge auch 21 Uhr. Ich bin ja so ein später Mensch. Ich bin ja bis 2 immer noch am irgendwo rumhummeln. Das heißt, 21 Uhr ist für mich genauso fein, wenn ihr sagt, da kommt ihr hier entspannter an, weil ihr vorher noch, weiß ich nicht was, erst noch Essen machen, heimkommen, Kinder ins Bett bringen, was auch immer machen müsst, dann von mir aus auch gerne einen Tacken später. Ich versuche mich da ja immer noch einzuloten, was eine gute Uhrzeit ist. Ah ja, bei Maika wäre es zu spät, da klingelt um 5 wieder der Wecker, 20:30. Da schlafen die Kids auch schon. Also so zwischendrinne vielleicht. Bei Petra muss der Hund auch nochmal raus, okay. Ich sehe schon, es ist schwierig, da eine Zeit zu finden, die am Ende für alle passt. Das ist schon immer die Schwierigkeit. Ansonsten, es wird ja auch eine Aufzeichnung dazu geben. Es wird aufgezeichnet, so wie heute auch. Die Aufzeichnung wird in der Regel hinterher auch öffentlich sein. Jutta sagt auch zu spät. Okay. Super. Nee, ich habe nämlich sonst auch halt so meine Zeit 20, allerspätestens dann eben auch mal 20:30. Ich schreibe es euch aber wie immer genau rein, wann es sein wird. Ich muss, wie gesagt, auch mit meinem Mann noch mal kurz gegen absprechen. An so Tagen, wenn ich vielleicht wieder völlig
rumrotiert bin, muss er dann manchmal abends nämlich auch alleine Gassi gehen. Aber ich guck mal, was der Kalender sagt. Auf jeden Fall irgendwie Anfang nächster Woche, weil ich die Gelegenheit natürlich eigentlich auch nutzen wollte, dieses Thema mit den gezeichneten Sternen auch nochmal zu zeigen, damit ihr auch nochmal den ganzen Stern seht. Wartet, wenn ich die richtigen Ecken festhalte, sieht man auch gar nicht, dass dem eine Ecke fehlt. Die muss man nur so in der Hand feststecken und dann kann sich euer Gehirn direkt vorstellen, wie der Stern in ganz aussehen würde. Ja, aber der wird zu lang dauern für so einen Livestream, weil mit den vielen Linien zeichnet er da schon eine Weile dran. Wir zeichnen was ein bisschen einfacheres, kleineres, was dann auch schnell geht. Aber das wäre so die Idealvorstellung, dann könntet ihr zu Hause einfach gleich mitprobieren. Dann hat man es mal gemacht, dann ist so der erste Bann gebrochen. Das ist immer gar nicht schlecht für so weitere Versuche. Dann hat man es einmal gemacht und kann von da aus weiterarbeiten. Okay, ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende, erholt euch gut. Ich hoffe, wir haben ein bisschen schönes Wetter und ich kann noch ein bisschen sommerlich unterwegs sein. Ich musste heute ein bisschen schmunzeln, weil Eis essen bei 32 Grad und danach dann wieder direkt ab an die Weihnachtsdeko. Das ist schon immer ein bisschen ein lustiges Feeling, aber jetzt bin ich dran und jetzt bleibe ich auch dran, weil sonst wird das Projekt wahrscheinlich eingestampft und für immer auf irgendeiner Festplatte verstauben und es wäre schade. Auch wenn es mich gerade ein bisschen ärgert und nicht so schnell fertig werden will, wie ich es gerne hätte, es wäre schade. So, macht's gut, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.